Wir sind so blockiert und trauen uns nicht, etwas Neues zu tun oder unserer Passion nachzugehen oder etwas Neues ins Leben zu rufen und das öffentlich zu machen, weil wir uns denken, niemanden interessiert das. Oder ich weiß nicht, was ich sagen soll. Oder ich weiß nicht genug. Und deswegen machen wir den ersten Schritt nicht. Und das Paradoxe dabei ist, erst durch diesen ersten Schritt und die anderen Schritte danach können wir überhaupt in dieses Gefühl kommen, dass wir mehr Fähigkeit haben, dass wir mehr Selbstvertrauen aufbauen. Das ist eben dieses große Paradoxon. Vielleicht dient dir heute dieses Video als Erlaubnis, einfach mal zu sagen, okay, ich mache einmal den ersten Schritt. Obwohl es sich scheiße anfühlt, obwohl es sich unsicher anfühlt, obwohl ich nicht weiß, was dann passiert. Und ich sage dir noch was, du kannst immer wieder aufs Neue entscheiden, was du machen möchtest. Niemand schreibt dir vor, wie du das machen sollst. Beziehungsweise all die Tipps, die du vielleicht online hörst oder siehst, all die Ratschläge, all die Strategien. Aber es geht da um was ganz anderes. Es geht darum, nicht sich in eine Form zu pressen oder sich etwas einreden zu lassen, weil es gibt sowieso genug Informationen, die man sich holen kann, sondern umgekehrt. Was passt zu mir? Was brauche ich? Der Impuls, den wir spüren, dass wir diesen Impuls nachgehen. Was möchte ich also wirklich tun? Und das ist eben diese Falle mit dem Gedankenkreisen, auf Englisch Overthinking. Wir versuchen dann, uns möglichst gut zu präsentieren. Wir versuchen, möglichst gut alles zu planen. Wir versuchen, wenn wir jetzt das Beispiel Videos nehmen, einen guten Hook zu machen. Oder wenn du vielleicht Content createst auf YouTube, dann hörst du vielleicht oft, ja, die 30 Sekunden sind ganz wichtig. Also vorher hast du die ersten 5 Sekunden sind wichtig. Dann gibt es verschiedene Hooks, wie man mit den Händen machen soll, damit die Leute dranbleiben. Oder wie man mit der Stimme machen soll, damit die Leute dranbleiben. Beziehungsweise das Thumbnail, das Vorschaubild ist dann auch wahnsinnig wichtig und so weiter und so fort. Und je sensibler wir sind, desto mehr sind wir dann blockiert. Und wir glauben, oh Gott, ich muss das alles wissen. Das ist alles ganz wichtige Information, weil die Profis, die Millionen Klicks haben und die alle so gescheit sind, die machen es richtig, die haben es gecheckt. Ich muss es auch so machen. Du musst gar nichts machen. Du kannst, wenn du möchtest, schrittweise herausfinden, wie du dich ausdrücken möchtest. Ich habe jetzt das Beispiel Videos genommen. Wir können auch das Beispiel Kunst machen nehmen oder Musik machen. Oder vielleicht möchtest du ein Buch schreiben. Oder vielleicht hast du andere Ideen, die du gerne in die Welt bringen möchtest. Eigentlich ganz egal. Wir haben sehr oft verlernt, uns wieder mehr zu spüren. Denn oft glauben wir, okay, hier ist mein Bedürfnis oder das ist wichtig, das sollte ich beachten. Das ist aber meistens sehr oberflächlich und eigentlich ist das eine Ebene tiefer. Wir glauben oft, wir brauchen A, aber eigentlich, wenn wir mehr innehalten würden, dann spüren wir, wir brauchen eigentlich B und das ist meistens tiefer. Und wenn ich nochmal zurück zum Beispiel Videos gehe, wir glauben dann oft, okay, ich brauche das perfekte Thumbnail, ich muss so oder so ausschauen. Oder in den YouTube-Videos, das ist lustig, ja, dass ich gerade ein schwarzes T-Shirt anhabe. In vielen YouTube-Videos wird empfohlen, dass man schwarze T-Shirts ansehen soll. Ich habe das schwarze T-Shirt an, einerseits, weil ich gerne schwarz einfach so anziehe, einfach so, und weil man das Mikrofon dann oft nicht sieht, wenn es hier verkabelt ist. Aber, verstehst du, sogar das kann ich dir einfach ehrlich sagen, offen sagen, und es passiert nichts. Und ich möchte dir einfach mit diesem Video vielleicht die Erlaubnis geben können, oder ein bisschen mehr, ein Stück mehr die Erlaubnis geben können, dass du einfach mal all diese Stimmen, die von außen kommen, nicht mehr so sehr
ernst nimmst. Weil wenn ich mir zum Beispiel jetzt beim Beispiel YouTube die Plattform ansehe, merke ich einfach, dass so viele Menschen versuchen, nach einem gewissen Rezept, das sie irgendwo gelesen haben oder gehört haben, dann ihren Content zu machen. Und das ist eigentlich sehr schade, weil alle von uns unendlich einzigartig sind, weil alle von uns unendlich individuell sind. Das heißt eigentlich, ich würde eigentlich am liebsten jedem sagen, mach dir keine Sorgen, dass es langweilig ist, dass es komisch ist oder dass es irgendwas ist, sondern es ist sowieso nicht kopierbar, was du machst, weil du selber nicht kopierbar bist. Wenn jetzt zum Beispiel jemand ein Video zum Deutschlernen machen würde, sagen wir total technisch, richtig funktional, die 10 wichtigsten Verben auf dem Niveau 1, dann würde es jeder trotzdem anders machen. Also stelle vor, sogar die Themen, wo es schon Millionen Videos dazu gibt, würde jeder ein kleines bisschen anders machen. Sich das einfach mal vorzustellen und sich das wirklich vor Augen zu halten. Hey, Moment einmal. Das ist eigentlich irrsinnig positiv. Egal was ich mache, egal wie ich das jetzt präsentiere, egal ob ich jetzt ein schwarzes T-Shirt anhabe, ein weißes T-Shirt anhabe, egal ob ich sitze, egal ob ich stehe, egal ob ich draußen bin oder drinnen bin, vor einer weißen Wand stehe oder in der Natur sitze, es wird immer einzigartig auf einer ganz gewissen Ebene sein. Cool. Weil so oft hast du sicher gehört, ja, in dieser Nische oder zu diesem Thema gibt es schon so viele Videos, Fitness oder was weiß ich der Gott, Ernährung oder Beziehungen oder Geld verdienen oder sonst irgendwas. Eigentlich komplett egal, was es für ein Thema ist. Es wird immer möglich sein, dieses Thema anders zu präsentieren. Und darüber hinaus noch eine ganz andere Sache. Weißt du, das Allerlustigste ist es dann zu sehen, wenn wir innerlich diesen Drang haben, dann irgendein Thema zu bearbeiten, wo wir das Gefühl haben, dort liegt das Geld. Oder wenn wir das Gefühl haben, dort gibt es die Klicks. Ja, natürlich funktioniert das bis zu einem gewissen Grad. Ja, natürlich gibt es Leute oder viele Leute, die draufklicken. Aber wie fühlst du dich dabei? Wie fühlst du dich dabei? Macht dir das dann wirklich Spaß? Oder ist da noch so ein bisschen was dabei? Naja, eigentlich mache ich das eigentlich nur hauptsächlich, weil ich mir davon erhoffe, viele Klicks zu bekommen. Aber welche Leute zieht man dann an? Und deswegen ist das Videomachen an sich oder das, sagen wir ganz generell, sich öffentlich zeigen, egal ob jetzt durch Kunst, durch Musik, durch Videos, durch Bücher schreiben, durch andere Dinge, eine Art der Lebensschule, beziehungsweise es ist eine ganz besondere Art und Weise, sich selber kennenzulernen. Es ist eine ganz besondere Art und Weise, sich in verschiedenen Situationen zu beobachten. Erstens einmal, wie bin ich vor der Kamera? Wie kann ich mit den Menschen kommunizieren? Wie kann ich etwas ausdrücken? Beziehungsweise, was will ich eigentlich sagen? Und dann kann man schrittweise sehen, was passiert, wenn ich positive Reaktionen bekomme? Was passiert, wenn ich negative Reaktionen bekomme? Was passiert mit mir, wenn ich verschiedene Arten von Videos mache? Oder wenn auf einmal ein Video sehr gut funktioniert hat, es ist voll nach oben gegangen und man freut sich, man bekommt diesen Dopaminkick und dann funktioniert das nächste Video überhaupt nicht. Viel weniger Klicks, obwohl man eigentlich nicht wirklich etwas anderes gemacht hat. Dann ist man perplex, warum, aha, ist das so? Es ist also eine gewisse Art und Weise
ein Training, eine Übung oder einfach eine Reise, wo man üben kann, bei sich selbst zu bleiben. Wo man üben kann, in seiner Mitte zu bleiben. Wo man üben kann, zu spüren, wie man sich gerade fühlt und was gerade passiert. Und das Coole ist eben, früher hätte ich diese Videos auch nicht gemacht, wie dieses Video heute hier. Ich hätte es noch nicht machen können. Ich war noch nicht bereit dazu. Oder irgendwas anderes war einfach gerade noch ein Thema, weswegen ich gesagt habe oder einfach unbewusst gedacht habe, nein, okay, ich werde jetzt ein anderes Thema nehmen. Ich werde ein sicheres Thema nehmen, wo ich mich selber vielleicht noch nicht so zeigen muss. Das ist ganz normal. Es geht sehr, sehr vielen Menschen so. Und jedes Mal, zum Beispiel gestern habe ich jemanden kennengelernt, der auch YouTube-Videos macht. Und also durch eine dritte Person habe ich jemanden kennengelernt. Und das war sehr, sehr interessant, weil diese Person hat gefragt, ja, hast du vielleicht irgendwie Tipps für mich? Weil ich habe das Gefühl, ich bin nicht ganz zufrieden mit meinen Videos und ich weiß nicht genau, wie ich da weitermachen soll. Weil diese Person hat gesagt, dass ich eben schon sehr, sehr lange Videos mache und sie kann mich fragen quasi. Und ich habe zuallererst noch was gesagt, bevor ich überhaupt jetzt ins Detail gegangen bin. Und zwar, ich habe gesagt, weißt du, ich gratuliere dir jetzt schon. Ich gratuliere dir, weil du diesen Schritt gemacht hast, dich öffentlich zu zeigen. Du hast dich getraut. Denn viele Leute trauen sich nicht, was wahnsinnig schade ist. Viele Leute haben eigentlich super Ideen. Viele Leute haben eigentlich sehr, sehr spannende Dinge zu teilen. Interessante Dinge zu teilen oder inspirierende Dinge. Aber sie tun es nicht. Sie tun es nicht, weil sie Angst haben, zu perfektionistisch sind, Overthinking haben, also Gedankenkreisen haben, zu sehr im Kopf bleiben. Und das ist eben auch dieses ganz, ganz große Paradoxon, das ich vorher erwähnt habe. Dadurch, dass wir eben nicht im Realen einen Schritt machen und etwas probieren, haben wir nicht die Möglichkeit, aus dieser Unsicherheit rauszukommen. Es ist mir etwas sehr, sehr präsent geworden, sehr, sehr bewusst geworden. Wenn sich etwas im Kern bewegen soll bei dir, dann muss es irgendwo mal kurz unangenehm sein. Es muss irgendwo mal eine Challenge da sein. Weil wenn alles nur fließt und es ist alles nur angenehm, es ist alles locker und eigentlich hast du das Gefühl, ja, passt, super, ich schwebe auf einer Wolke, kein Problem, dann hat das den Kern noch nicht wirklich berührt. Das heißt, den Kern des Problems oder einfach dort, wo du dich unsicher fühlst. Aber genau dort sammeln wir dann diese Erfahrungen, die wir brauchen, damit wir überhaupt weiterkommen. Und das ist eben ein ganz, ganz großer Teufelskreis, was auch immer. Es ist einfach ein Mechanismus, eine Spirale, wo es für die meisten von uns wahnsinnig schwierig ist, den richtigen Punkt zu finden, um mal da rauszukommen. Aber es ist möglich. Es ist möglich. Das Video sollte eine Erlaubnis sein, dir die Erlaubnis geben, diese Projekte zu versuchen, die du im Kopf hast, Ideen, Kreativität zu leben, dich rauszutrauen. Es braucht Zeit, es braucht Geduld, sei geduldig mit dir. Behandle dich gut, sei geduldig mit dir. Und gute Dinge werden passieren.